Tag. Meine andere Begrüßung. Weiter geht's bei Fire Emblem Warriors Free Hopes mit der kaiserlichen Hauptstadt Enbar, der einzigen Schlacht in Kapitel 9. Aber das soll uns nicht stören. Edelgards Armee kehrt nach Enbar zurück, um sich von den Anstrengungen der letzten Schlachten zu erholen. Du ahnst noch nicht, dass dir nur eine kurze Pause vergönnt sein wird. Let's go! Ja, ich weiß, aber ich kann nicht immer alle aufbrauchen. Sorry, Spiel. Es tut mir ja leid. Oh, unbekannt. Ja, dann speichere ich noch hier. Passt schon. Wolltest du aber die Cam mal ausblenden? Man weiß ja nie, nicht wahr? I'm glad we have returned to Enbar. It's far warmer than the kingdom, for one. How are you doing, Your Majesty? I hope you've been getting some rest at least. It seems you never stop working unless someone physically pulls you away from it. Kenn ich. I've been getting more rest than Hubert, at least. We're here in the gardens, chatting, are we not? Fair enough. And so I'm clear, even a sliver of your time is a blessing beyond all measure. Oh Gott. Mädel, bring's doch einfach hinter dich und sag ihr, was du für sie empfindest. Alter Schwede. Dass unter der keine Pfütze ist, wenn die mit Edelgard redet. Das ist ja da. Nee. Though I suggest you find a better point of comparison than Hubert for how hard you work. Vorschlagen, gemeinsam Tee zu trinken, vorschlagen, dass jeder etwas Zeit sich bekommt. Nein, nur noch zusammen. This is the part where you nobles all crowd around a table slurping on tea, right? Seems like a good enough way to unwind a bit. Tea? I wouldn't mind were it just myself and Her Majesty, but... What's happening in the throne room? Hubert, what's wrong? Intruders in the palace, Your Majesty. They entered through one of the secret passages, and are even now attempting to hunt you down. I sent soldiers to intercept them, but we should be prepared for anything. Wie blöd kann man eigentlich sein? als würden wir jetzt nicht sofort zurückschlagen und sofort mit aller Härte angreifen. So ein Angriff macht überhaupt keinen Sinn strategisch. Do you think it's those who slither in the dark? I know not. But they could not have breached that passage without assistance from the inside. Though there are only a few who know of that passage, and would be capable of acting as a guide. Your Majesty, might you kindly step this way? Hubert, do you really think she would do that? Oh, Shamir. Dich will ich auch in meinem Team haben. Wie, ich kann dich nicht rekrutieren. You're not getting away! This shall be your grave, intruder! You simpleton! Were you trying to annihilate me as well? Thanks to you, the assassin made their escape! As though one of your paltry skill would have caught such elusive prey in the first place. What matters now is that we give pursuit. All trespassers must be felled without mercy. Ich sag ja, ich vertraue Hubert nicht. Habe ich nie, werde ich nie. Gut. Shamir wird besiegt, aber wird er nicht getötet. Edelgard wird besiegt, als ob das jemals passieren würde. Shamir überzeugen. Yes! Sorry, Bernie, da bist du zwar raus, aber hey. Rettung. Bring Edelgard Hilfe von Rettungsmagie an einen sicheren Ort. Jawohl. Bogenbrecher-Training. Mit dem Rest kriegen wir schon hin, oder? Let's go. Dich brauche ich jetzt nicht. Dich aber erst recht nicht, Iritza. Oh, das ist nur nachteilig hier hinten. Nicht gut.
Weißt du was, du kannst mal gehen, krieg ich wohl nicht Monika rein. Future that's yet to come. Das sind Bogenschützen, ne? Die Festungsritter mit Stahlechsen. Hier ist eine Scharfschützin. Nicht gut, aber ihr werdet dann Unterstützungseinheiten für andere, das passt schon. Weißt du was? Ich würde eigentlich ganz gerne Mercedes testen, aber ich kann nicht nur Magier dabei haben, funktioniert nicht. Wo ist denn Hubert? Ach, ich kann ihn gar nicht dabei haben jetzt, oder was? Das ist euer fucking Ernst. Kann der trotzdem sterben? Bitte? Ja, gut. Verdammt. Ja, dann Mercedes kommt so trotzdem rein. So. Dann haben wir halt 3 Magier dabei. Was soll ich machen? Let's go, jawohl. Okay. Dann. Du bist halt so stark, ne? Verbünde dich mit Marianne und Marianne kämpft dann. Kriegst du den kaputt? Ja, sehr gut. Du gehst mal zu mir. Du verbündest dich mit Lysithia. Und Mercedes verbündet sich mit Doro. Und Doro kümmert sich um... Packst du den? Jawohl. Um den. Und Lysithia kümmert sich um... Leichter Platten. Ja, warte. Dann wird Doro sich kümmern. Genau. Und ich, keine Ahnung, was ich mache. Ein dummes Gesicht und einen guten Eindruck. Ja, ich schlachte halt irgendwas ab. Bin da. Bin da. Stop the enemy incursion. Seal off those entry points before reinforcements arrive. Lady Edelgard, I must ask that you remain in the throne room where it will be easier to defend you and predict enemy movements. And as your protection will require my full attention, I will remain here at your side. Was hast du gedacht, hä? Komm mal her, Assassine. So. Gibt's nicht. We must exterminate them with much haste. Peace, good intruder. I assure you, I'm no fighter. Says the wolf in sheep's clothes. Sure, whatever. Where's the Emperor? I won't lose. So, noch wer? Leave this one to me. Oh Gott. Ah, ist nicht so gut, Doro. Auch mit deinem Kriegerschwert nicht. Lysithia, könntest du den Charmier best? Ja, weißt du was? Dann macht ihr es zusammen. Und sobald es schief geht, zieht ihr euch zurück. Please, excuse me. Is this okay? This is our chance.
Edel, halt dich zurück. Let's link up. Let us join forces. We'll do it together. I've got you now. I'm all right. So. Let us take them by storm. Ich weiß, Petra ist im Nachteil, aber die gehen da vorbei. Okay, Edel, ich lass dich mal kurz alleine und sicher mal die Gänge ab. Shamir You're not my Nevrand. target, which means you're wasting my time. Es gibt für dich keinen Grund, hier zu sterben. We were held up nice and safe until they came barging in. Und habe ich irgendwas verkackt und ich kann Shamir gar nicht. Weil ich aber nicht aufgepasst habe. Ja, das geht aber jetzt noch nicht, kann ich mir auch sagen. Please, excuse me. Is this okay? Leave this one to me. That's my cue. You can count on me. I'll do my best. The team of enemies. Crush them all. Is there even one room I can be alone? Nee, gerade nicht. Oh Gott. Let's Hubert. take it down at once. Wo bist denn du unterwegs? Du kümmst dich im Edelgard und bist da unterwegs. Willst du mich verarschen, du dumme Sau? I'd rather be attacking than defending, but I still find this whole affair to be very annoying. Let us take them by storm. The enemy is trying to seize the firearms. If they succeed, they'll be able to attack Her Majesty. We can't let that happen. We'll do it together. I've got you now. I'll claim the Emperor's head myself. That enemy poses a nasty threat. Dispatch her at once. Ja, wo ist die denn? Da unten. Kümmere mich drum, keine Sorge, die ist gleich kaputt. These aren't assassins. They're an army. So, ihr seid da unten schon durch, ja? You can count on me. I'll do my best. Shall we? Packst du den leichter? Ja. Let's give it a shot. Machen die anderen beiden? Please,
Excuse me. Zieht euch mal hier runter. Wir müssen die hier mal angehen. Wo ist denn Doro eigentlich? Ah, du bist hier. Ah, warte, du bist ja eigentlich... Leave this one to me. Packst den, aber packst du auch die? Ja, packst du, That's my okay. cue. Let's go. Schwertmeister gegen Schwertmeister, aber ich bin die Bessere. So, tschüss. Nix tötest du für dich selber, Bitch. Level up. Lysithia Level 32, sehr gut. We best stay on our guard, Your Majesty. Stay This is our chance. Let's start the attack. Hä? Ich bin doch da! Das heißt, hier können nicht verteidigt werden. Ich bin doch da! We're sitting ducks now. Ey, so ein Schwachsinn, weißt du? Ich bin da. Es ging halt nicht früher, weil ich noch andere Sachen zu tun hatte. Ja. Level up, Level 44. Noch ein Level, dann müssen wir Geld investieren. Noch so viel zu euren Feuerschalen, ne? Glaube ich ja jetzt nicht. Wenn ihr nichts zu tun habt, könnt ihr auch hier unten kämpfen, ne? Sollte das nicht eigentlich... Scheiße, mal ganz kurz, Doro. Ich wollte noch auf die Idee kommen, dass die irgendwas machen könnten. So. Level up. Level 31 für Monika. Gut. Okay, Doro. Dich hätte ich dann ganz gerne... Ja, wo eigentlich? That's my cue. Wobei, weißt du was? Nee. Leave this one to me. Zerhackstück... Wie sieht's bei dir eigentlich aus? Lebenstechnisch. Okay, Zerhackstück du bei That's dem my da. cue. Und ihr beide Zerhackstück dann einfach hier so ein bisschen durch die Gegend, ne? Ja, das packt ihr schon. I'll do my best. Okay, dann haben wir soweit. Was müssen wir noch absichern, damit hier nichts mehr passieren kann? Der Graf hat hier eine Assassine ganz gut im Griff, das ist okay. Dann müssen wir das auf jeden Fall absichern, dass hier keiner durch bin. Wir machen das generell hier mal so ein bisschen Absicherungsarbeiten. Let us take them by storm. Das geht ja so nicht weiter. Dass sie nicht mehr einfach so durchmarschieren können hier überall. So. Wie sieht's aus, Mercedes? Oh, du kommst ganz gut voran. Da ist noch ein Basiskommandeur. Und unser Graf hat wirklich gewonnen. Sehr gut. Hä? Da ist ein Priester aufgetaucht. What the fuck? Warum taucht hier ein Priester auf? Aber die neuen Waffen machen sich schon durchaus bemerkbaren Damage. So. Da ist noch so ein Idiot gespawnt, wenn ich das richtig sehe.
Ein Assassine. Du bist aber kein besonders gefährlicher Gegner. So. Und dann bist du jetzt tot. Okay. Der Absicherungsplan schreitet voran. Wenn Mercedes den Kampf noch gewinnt, wäre das natürlich auch noch super, ne? Wie sieht's aus? Ja, es geht voran. Und bei euch beiden? Ja, passt. Dann kann ich ja weiter Absicherung betreiben für Edelgard. Schon wieder jemand oben am Angreifen, den Basispunkt. Ich erlaube euch, dass ihr hier durchbrecht. Mariam setzt die obere Halle. Sehr gut. Was? Truppen des Bischofs sind aufgetaucht. Schafft ihr das? Ja, das schafft ihr. Okay, let's go. Wo sind weitere Truppen des Bischofs aufgetaucht? Hier irgendwo, ne? Waren Truppen des Bischofs. Was ist der Bischof? Ja, gut. Wen haben wir denn gerade frei? Niemanden, ne? Dann mache ich das. Well, that can't be good. He's going to use magic to send in attackers. Not if I can help it. So. Deine Leute kommen nicht zu dir, Kollege. Denn du stirbst. Du führst sie also nirgendwo mehr hin. I'm glad we took care of those reinforcements. The last thing I want is more work. Was hast du gedacht, hä? You're pretty useful sometimes. So. Lysithia, du bist durch. Bin noch nicht ganz, der ist fast tot. So, und ihr beide prügelt euch hier oben schon ein bisschen durch die Gegend, ne? Jo, ich brauche da mal Unterstützung demnächst mal. Doro. Dauert das noch lange? Nee. Und du bist immer noch nicht fertig, Mercedes. Ja, sage mal. Jetzt hat es geschafft. Okay. Shall we? Dann wirst du instant den anderen beiden zur Hilfe eilen. Alter, machst du die platt. Na ja, dann, let's go. Which leaves us with the true problem at hand. We will not escape our clutches this time. I'm really keeping the heat on. All right, time for another approach. Enough of this. It seems clear the enemy won't come out of hiding until I do. Edelgard, bist du doof? Your Majesty, but is it wise to place yourself in such peril? Edel, was tust du? Und was macht Lysithia da unten, bitte? Oh Gott! Cutler, do it. It's a trap. This is our chance. Finger weg von Edelgard! So. So.
Sehr gut. Ups, nee, halt, falsche Richtung. Hey Doro, in Not. Lysithia, zieh dich zurück, wenn du in Not bist. Ja, geht aber noch, okay. Wir kommen! Aber ich kann meine Strategie doch immer nicht aktivieren. Was soll das? Warum nicht? Warum habe ich nicht Strategie, wenn ich es nicht aktivieren kann? So ein Käse. Geh mir aus der Sicht, du Lusche. Dankeschön. Nein! Verdammt! Ja, wenn ihr nichts zu tun habt und nicht wisst, was ihr mit euch anzufangen habt, Shall we? dann besiegt ihr doch einfach mal die restlichen Truppen, die hier noch Let's give rumlaufen. it a shot. Please, excuse me. Is this okay? Leave this one to me. That's my cue. Wenn auch die Seite schon mal aufgeräumt wird. Hier ist überall zu. Was ist das für eine Kacke? Scheiße, ich komme da nicht hin. Ich muss jetzt zur Lysithia wechseln, sonst geht die mehr drauf da unten wahrscheinlich. Ja, das sieht nicht gut aus. Zieh dich zurück und mach den hier platt. I'll do my best. Let's take it down at once. So. Ich weiß, Petra ist ja nicht alleine. Ihr schafft das schon. Gut, Lysithia hat die Schwebegärten eingenommen. Der nimmt jetzt das hier oben ein. Ich komme dann von oben ran. Gut, sobald du fertig bist, Lysithia. Let's take it down at once. Gut. Alter, wir räumen die aber echt gut auf. Please, excuse me. That should do for now. Scheiße. Secure. I am doubly certain we have a traitor in our midst. You got my back? Let us join forces. We'll do it together. I've got you now. Catherine. Brave of you to try and lure us out, but such courage will cost you your life. You can count on me. It's Bernie's time. Sure hope this could. You can count on me. Scheiße. I'll do my best. Shall we? Das schaffst du auch nicht. Let's give it a shot. Okay, dann muss ich mal ganz schnell hier hin. I'm sorry.
Kack auf die blöde It seems Truhe. Rhea is not playing around. Super Saiyajin! So! Weg mit dir, blöde Kuh! You must hurry to Her Majesty's side. Bin schon da! My lord, we stand ready to warp the Emperor back to the throne room upon your command. No mercy to the Archbishop's enemies! You're taking a beating, Catherine. But don't worry, I've got your back. As you wish. Use the magic. A wise man is ever ready. Take me all you want. Nicely timed. Thank you, Minister Hevery. It is strange, Shamir. I heard you quit the Knights of Saros, yet here you are. Well, someone's done their research. But yeah, I'm just another mercenary now. Then let me make you an offer. Come work for us, and we will spare Catherine's life. Don't listen to him, Shamir! They'll never know what hit 'em. That can't be good. Let's link up. Let us join forces. Wow, ein Gegner. We'll do it together! I've got you now! Ich muss jetzt völlig aufpassen, was ich tue. Run, Catherine. I'm staying. Don't make me drag you out of here, Shamir! Go before I kill you myself. Damn it! Good. We have a contract. The threat has been quelled. Well, But we allow wir them zahlen far besser too much leeway. und bei uns schmeckt das The Essen besser. situation calls for careful reflection. Still, you've saved my life, which means my path for the future remains intact. Thank you. Abgeschlossen. So eine wilde Schlacht, ey. Dafür, dass es nur eine war und sie war auch recht kurz. Für eine Hauptschlacht echt kurz. Hubert, did you hear? My father has... Vanished. Yes. We should have killed the dastard when we had the chance. All I can say is that I wished my father to be tried fairly, as is his noble right. But now, it is clear that will never happen. I could excoriate you further, but we lack the time. We must get to the bottom of this, and quickly. The Knights of Saros descended on us with the fury I have rarely seen. In all that confusion, even a bear could have slipped away without raising an alarm. I would not go so far as to call them conspirators, but my father had many old friends in the palace. Some may have turned a blind eye. They should be found and questioned. Jupp, sehe ich auch so. I agree. That is one possibility. Oh, there is another. Yes, well, now that we have a fugitive on our hands, I intend to make full use of it. This situation affords us a chance to remedy another. If that is the beginning of a scheme, Hubert, you do a terribly poor job of veiling it. It is no concern of yours. Not yet, at any rate. Right. Lovely. Well, so long as whatever you're planning has Edelgard's blessing and will be of aid to the Empire, I will brook no complaint. All will be revealed in time. Level 30 Held 2. Ja, kein S-Rang. Ich weiß, wenn ich den Gegner besiegt habe. Level up. Für Marianne, Level 29. Sehr gut. Ihr habt alle einen sehr, sehr guten Job gemacht, Leute. Also unser Team funktioniert tadellos. Ich habe nichts zum Beschweren. Die haben alle bombenmäßig gekämpft. Selbst Petra, wo sie ein paar Mal im Nachteil war, hat sie ihren Job fantastisch gemacht. Und Monika als Pegasus-Ritterin gefällt mir. Die hat auch gut gekämpft. Und Lysithia, dass du so gut durchgehalten hast, wo du da eingesperrt warst. Respekt. I won't let myself stop here.
Sehr gut. Nur Mercedes braucht noch ein bisschen. Aber bei ihr weiß ich gar nicht, was ich machen will. Ich wollte sie vielleicht zur Tänzerin machen, wenn ich die Klasse mal freigeschaltet habe. Ich weiß noch nicht ganz, wann das kommt. Ich glaube, Kapitel 11 war das. Irgendwas habe ich da gehört. Aber keine Ahnung. Stahlbogen plus 6. Ist ja süß. Aber mit D- und E-Waffen, die keiner mehr braucht. Ich habe B-Waffen. Ne? Bin jetzt verwöhnt. Yo. Alles drauf aufs Konto. Je mehr wir haben, desto besser ist es. Eieieiei, sehr gut. Und Shamir ist jetzt spielbar. Es ist Scharfschützen Level 33. Und heiß. Was? Gut. I'm told the secret passage they used was sealed off centuries ago. Yes. The palace floor plans failed to even show it. I'm shocked the church knew of its existence. In the age of Seros, the Empire and Church were intimately related. It's safe to assume the Central Church took pains to retain its information from the time. I shudder to think what other inconvenient secrets they might be privy to. Yes, well, based on the scale of the attack, they must have seen this as their first and only chance. Ah, there you are. They said you wanted to talk? Yes. I believe I owe you an apology. Oh yeah? What for? To be blunt, I thought you were with the enemy. I had you pegged for an informant, planted among us by those who slither in the dark. It was not an unreasonable assumption. You enter Her Majesty's life at the perfect time, allure her with your strength, and choose our house to study with. And oh, surprise! You have dark powers. It was all too much to dismiss as mere coincidence. It was at Hubert's suggestion that I appointed you captain of our mercenary unit. He felt this would allow us to quietly assess your abilities and allegiances, and I agreed. I know I told you I did this because I believed in you and your strength, but the decision was somewhat more nuanced than that. Toll. I'm sorry. The moment I got wind of this attack, I immediately thought of you. Weil ich ja nicht auch schon vorher genügend Chancen gehabt hätte, Edelgard umzubringen. Klar, Hubert, du bist so intelligent, wie der Raum hier warm ist. Also das Schloss da, meine ich. This is it, I thought. The traitor has sprung the trap, and now the Emperor's life is in danger. But instead, you thwarted the assassination attempt and kept Her Majesty safe. I was wrong about you. Ja, ihr bezahlt mich. Ihr habt mir einen hohen Posten gegeben mit gutem Gehalt. Ich hätte auch dämlich, meinen eigenen Chef umzubringen. Aber dich, Hubert, dich werde ich vielleicht noch sterben lassen. Ja, ich nehme ihn schon wieder. Don't worry about it. I would have done the same. Honestly, I thought it was weird how quick you both trusted me. Good to finally know the reason behind it all. That does not excuse our actions. We had no right to deceive you as we did. But I swear, we will make amends. You have but to let us know how. You can start by trusting me. Or if that's not in the cards, have the decency to tell me you don't to my face. At least then I'll know where I stand. I doubt doing so would have changed anything. But I understand the sentiment. We will attempt to be better going forward. Be better? Really? Hubert, why not just promise to be more forthright? Because that might make me a liar. Let me speak plain. I no longer believe you to be working with the enemy. However, that does not necessarily mean the possibility is now non-existent. Alter, mit so einem Dolch im Rücken kann ich Edelgard nicht wirklich unterstützen oder beschützen. Sorry, Hubert. In Fire Emblem Three Houses warst du nicht so dermaßen Arschloch. Ich bin echt überlegen, ob ich ihn umbringen soll, ne? Einfach damit hier Ruhe einkehrt. Weil er ist ein Unruhepol. Er traut niemandem, er spielt Leute gegeneinander aus. Er ist nicht gesund für den Zusammenhalt der Truppe. Er muss sterben. Doch, ja, er muss sterben. Vielleicht fällt mir da was ein beim nächsten Mal. Ist er dabei und dann, oh, ups. Leider ist er umzingelt von Gegnern, da ganz allein und keiner kommt zu Hilfe. Doof. I guess I Mal did sehen. ask for honesty. But look, do you guys trust me or not?
Of course we trust you. Ja, dir glaube ich kein Wort, Kollege. Or I do at least. So please, let us begin this relationship anew on solid ground. Ja, und Avel, dir traue ich auch nicht. It is now 1182. The great war Edelgard instigated has swept across Fodlan and looks more grim with each passing day. The Empire struggles to hold Aryan Road to the west and the Great Bridge to the east. The kingdom cannot bring western lands to heal. Even the Alliance must face changing times. The Central Church sends the Knights of Saros to the imperial capital to assassinate the Emperor, but fails. Roughly half a year passes before the tides show any true sign of shifting. Das ist Teil 1 Ende. Sie ist 16 Kapitel. Wir sind jetzt in Kapitel 10. Das macht keinen Sinn. Sie jetzt sagen, Teil 1 Ende. Ach so, du meinten das. Ah, gut. Shifting history. So meinten die das. 5 months have passed since the attack on the Emperor, and 1182 nears a close. Though each army schemes, the battle maps barely change. But now, history is about to resume its course. Es geht also wieder gegen die Leicester Alliance, okay. Today is a momentous day in Fodlan's history that people will mark for generations to come. Hallo, Claude. Then why do you look so conflicted? I'm not conflicted, Claude. I'm just painfully aware of how much stronger I need to be. That's why I'm counting on you and the Alliance to make up the difference. Hey, I've got feeling unprepared down to a science, so let's say we help each other out. If we work together, we can achieve what's best for both of us, right? Indeed. I have reviewed the terms, Your Majesty. All that remains is the placement of your seals. Everything looks good to me. I'm especially glad we found a solution to the control of Murden. You've done fine work here, Hubert. Thanks. And thanks to you as well, Holst. You know I'm not good at this sort of thing. I've never known you to shy away from ceremonial affairs like this. Das ist eine Entwicklung, die ich nicht vorhergesehen hätte, dass wir uns mit der Allianz zusammentun. Auch wenn ich zugeben muss, dass ich dem Ganzen nicht ganz traue. Aber ich denke, Claude ist aufrichtig genug, um uns nicht in den Rücken zu fallen. Warten wir es mal ab. But it is the most significant pact since the founding of the Leicester Alliance, so your caution was most prudent. I must admit, I was quite nervous. Thankfully, I managed not to follow it up. You surely jest. You did your work masterfully, without batting an eye. I am truly impressed that Leicester's most valiant general is so well versed in diplomacy. Don't be insulting, Hubert. Sir Holst is a duke. A man can be brave in battle and still know how to get things done. Take our Minister of Military Affairs, for example. A man for whom the term looks can be deceiving was likely invented. Speaking of Count Burgleys, where is he? I thought he'd be here so we could go head-to-head. I'm afraid the Count couldn't make it, but perhaps you'd consider my bodyguard instead? I'm certain you'll find the challenge to your liking. Is this your first time meeting, by the way? It is. Well, friend, care to go around with me? They say this Holst character is the strongest man in Leicester. But is he as strong as the Ashen Demon? Holst Herausforderung annehmen. I wouldn't miss it for the world. Now that's what I like to hear. I hope you mean later and not this very second. It would be a shame to get blood all over this nice paperwork. Yes. All eyes are on us. Dimitri müsste doch gerade eigentlich ausrasten vor Wut. We must make this a grand gesture and show our soldiers that Adrestia and Leicester have joined forces for a brighter future. Well, let's get to it. As leader of all the lords and knights who sit at the round table of the Leicester Alliance, I, Claude von Regan, hereby swear this pact. Leicester pledges to work in harmony with the Adrestian Empire,
and do everything in its power to secure a peaceful future for Fodlan. Aber an sich ist auch ein cleverer Move von Edelgard und Claude, weil sie ja beide nicht mit zwei Seiten gleichzeitig kämpfen wollen. Ne? Aber eigentlich hätte ich erwartet, dass Claude sich mit Dimitri zusammentut, um gegen uns zu kämpfen. By the covenant between the red blood and the white sword that crowns the double-headed eagle, I, Edelgard von Hresfeld, hereby swear this pact. Adrestia pledges to work hand in hand with the Leicester Alliance to deliver peace to the land and secure a future for all its people. The pact is sealed. And now it is our job to uphold it. Goodness, look how far you've risen. You're standing on the stage of history. War das gerade eine Soul Calibur-Anspielung? Stage of History. I know you'll do great things. Yes, and greater things still. Alter, klappt, ich trau dir nicht. Punkt. Right then, we've got plenty of bright new faces here at the round table today. First, a brand new count ruling Gloucester, and Duke Goneril and Count Ordelia have decided that their heirs will sit for them. Unfortunately, Lawrence and Lysithea can't join us, due to their responsibilities in the Imperial Army. I called you here to give you notice. The Leicester Alliance is assenting to the Empire's request and sending troops to the Kingdom front. Houses Regan, Gloucester, and Daphne will be supplying most of the soldiers. And instead of the usual route through Aelel, we'll be invading Fraldarius directly by sea. You're staying behind, right, host? Indeed I am. Almyra is still an unknown quantity, and we've no idea if or when Prince Shahid might stage another attack. And the same goes for House Ordelia. They've had more than their share of troubles on their border. We agreed that shipping their army away might not be the most prudent of ideas. And that's all she wrote. You'll find the details in the document you've all been given. I wish the kingdom would see they're between a rock named Adrestia and a hard place named Leicester and throw that white flag high, but of course they won't. So good luck, everyone. I'm counting on you. Mal sehen, wie das Ganze weitergeht. Ich bin da noch skeptisch, ob das so aufgeht, wie Edelgard sich das vorstellt. The Alliance has agreed to bring their troops to bear and attack the kingdom from the east. At the same time, we will resume our invasion from the west using Aryan Road as a foothold. We'll subjugate the kingdom's lords one by one as we work our way toward Blathen. Wenn du mal überlegst, wenn Dimitri schlau gewesen wäre, hätte er zu Rhea gesagt, weißt du was, ich habe keinen Bock auf Krieg mit Edelgard und im Kaiserreich. Geh mal hin, wo du wohnst, dann würden wir das Königreich jetzt gar nicht erst angreifen. Ich verstehe es ja bis heute nicht, warum wir in die Allianz reinmarschiert sind. Das machte nicht wirklich viel Sinn, weil wir eigentlich nur die Kirche wollten. Also Rhea und ihre Leute. Aber gut. Dimitri hätte sich eine Menge ersparen können, wenn er einfach intelligent gehandelt hätte. Aber noch ist ja auch die Frage im Raum, ob wir das Richtige tun oder nicht. Provided enough houses see the futility in fighting, we may be able to avoid unnecessary bloodshed. However, that is likely wishful thinking. We should instead expect the worst and prepare accordingly. You think? Some of them already bent the knee to us once, along with Count Rowe. Wouldn't they jump at a chance to swap sides again? An idea I am certain has already occurred to the king. Lately we have been scrambling to reorganize, dealing with an attack by the Knights of Seros and negotiating a pact with Leicester. And during that time, the winds of purgation have swept across Fargus. In one fell swoop, the king has expunged most of the nobles likely to align with us. Still, it's us and the Alliance against him, which means we've got the advantage. What's there to worry about? Genau der Punkt, Kasper. Können wir Claude und der Allianz wirklich trauen? Bin da skeptisch. The concern isn't that we'll lose. It's that winning might come at the cost of too many lives. What an utterly pointless, senseless thing to do. Whatever our intent, we're the instigators here. We can't expect the enemy to do anything less than defend their land with tooth and claw. Speak for yourself.
If someone invaded my territory, I'd hand over lands and titles on a silver platter. There is truly no other noble like you, Linhard. And perhaps no person at all for that matter. Regardless, we must proceed with caution. When people think someone is after what they possess, they respond with fear, even if the thought is all in their head. In the eyes of the people of Fargus, there is no limit to what evils the Empire might visit upon them. My father started saying he can't sleep because he's scared the old church is coming to Garreg Mach to kill him. From the sound of my mother's letters, he's really shaken up. Remember that the kingdom has much coldness. We must not forget to be bundling up like people of the snow. Our Petra is always ready for what lies ahead. I wish I had better understanding of your Fodlan ways, so I could be giving more assistance to everyone. Don't worry about it, Petra. With all the different factions in this thing, even we have a hard time keeping it straight. This almost seems so backward compared to the way things were in Brigid. In any case, the battles ahead will be more brutal than any we have yet fought. Keep a vigilant eye out for both yourselves and each other. That is all. Dismissed. Guess things aren't gonna be so easy anymore. We're under some real pressure to win. Sieben. Sieben Kämpfe erwarten uns im nächsten Kapitel. Du kannst nun die Folgeklasse auf den Übungsklasse erhalten, Asura. Oh, wir können die Ultima-Dinger schon machen. Cool. Du kannst nun die folgende Klasse auf den Übungsklasse erhalten, Kaiserin. Es steht nun eine größere Auswahl an Einrichtungsmaterialien im Versorgungsdepot zum Tausch zur Verfügung. Im Laden können neue Examenssiegel erworben werden. Einige Einheiten haben neue Bataillone erhalten. Oh, stimmt ja, Edelgard wollte mich sehen. Es ging um eine Entscheidung, die sie treffen muss. Ja, aber nicht jetzt. Jetzt sollen wir erstmal die Folge beenden, weil wir es doch schon wieder fast die Stunde erreicht haben. In diesem Sinne war es dann doch nicht kürzer als die anderen. Aber so ist es halt, ne? Ich bin gespannt. Wir sind jetzt in Kapitel 10. Das ist das Kapitel, wo wir in der Hauptschlacht einen gewissen Fehler nicht machen dürfen, wenn wir Beile freischalten wollen. Das wollte ich euch ja zeigen. Und das ist auch entscheidend für den weiteren Verlauf der Geschichte. Seid gespannt, ob ich das hinkriege. Es wird auf jeden Fall sehr interessant werden. Und wenn wir Level 45 erreicht haben, dann werden wir erstmal eher nachziehen, so weit wie es geht. Nicht alle, aber die wichtigsten. Und ich denke, dann sind wir auch mit Level 45 so weit, dass wir das Spiel ganz entspannt durchspielen können, ohne uns groß Sorgen machen zu müssen. Aber warten wir es mal ab. In diesem Sinne, Leute, vielen Dank fürs Dabeisein und Einschalten. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen oben, aber würde mich sehr freuen. Und ansonsten, macht's nicht gut, macht's besser. Euer Schraubsel. Ciao.